Ma, tu mal weiter. Ah, na, das habe ich noch nicht da. Entschuldige. Ach, das dann mal später. Zahlen tut man normalerweise erst nach dem Essen. Das Verb tun kennt ihr sicher. Wir verwenden es nicht so häufig wie machen, aber es kommt in sehr vielen Redewendungen vor. Und in unserem Dialekt verwenden wir tun relativ häufig. Deswegen zeigen wir euch heute alles rund um das Verb tun in unserem Dialekt. Und am Ende haben wir für euch noch ein paar typische Redewendungen mit dem Verb tun. Ja, dann wir weiter. Los geht's! Das Verb tun kann je nach Region oder Dialekt ganz verschieden klingen. Zum Beispiel könnt ihr in Tirol auch dirn hören. Wir persönlich sagen aber meistens dor oder dorn. Und so klingen die verschiedenen Formen. Ich tue, ich tue. Du tust, du durst. Er, sie, es tut, er, sie, es tut. Wir tun. Wir oder mir dann. Ihr tut. Ihr oder es das. Sie tun. Sie oder sie dann. Und hier wieder ein paar Beispiele. Was tust du gerade? Tun wir das jetzt oder nicht? Na, er tut das nicht gern. Wir dann jetzt mal essen. Sollen tun wir dann später. Ich tue halt nichts mehr. Ich bin fix und fertig. Tun wir morgen was oder bleiben wir daheim? Ma, voll nett, dass du uns hilfst. Ja, überhaupt kein Problem, das tue ich gern. Lass mich mal probieren. Ich möchte das auch mal da. Ma, mir tut der Rücken heute so weh. Echt? Was hast du gleich da? Na, Kuchen backen tue ich halt nimmer. In diesen Beispielen haben wir zwei Besonderheiten gesehen. Erstens sehen wir in diesen Beispielen, dass wir das Verb tun auch als Hilfsverb verwenden können mit dem zweiten Verb im Infinitiv. Das machen wir, wenn wir etwas besonders betonen möchten. Zum Beispiel, jetzt wir mal essen, zahlen wir dann später. Oder, na, Kuchen backen tue ich halt nimmer. Alle diese Sätze wären natürlich auch ohne das Verb tun möglich und korrekt. Wie gesagt, verwenden wir tun hier, um die Handlung zu betonen. Die zweite Besonderheit ist wieder die Verschmelzung vom Personalpronomen mit dem Verb. Das kennt ihr schon aus unseren Videos zu den Modalverben im Dialekt. Wenn also das Personalpronomen nach dem Verb kommt, dann verschmelzen wir gern das Verb und das Personalpronomen. Aus dann wir oder dann mir wird dann dammer. Also zum Beispiel, dann wir das jetzt wird zu dammer das jetzt. Ganz häufig verwenden wir den Konjunktiv 2. Schauen wir uns das noch an. Im Konjunktiv 2 wird es sehr spannend mit dem Verb tun. Normalerweise würden wir für den Konjunktiv 2 würden verwenden. Also zum Beispiel, ich würde das machen, wenn ich du wäre. In unserem Dialekt machen wir das nicht, sondern haben eine eigene Form für tun. Schauen wir uns das einmal genauer an. Ich würde tun, ich tat oder ich darat. Du würdest tun, du datst oder du daratst. Er, sie, es würde tun, er, sie, es tat oder darat's. Wir würden tun, wir oder mir daten oder wir oder mir daraten. Ihr würdet tun, ihr oder es dadat's oder darat's. Sie oder sie daten oder daraten. Und gleich noch dazu ein paar Beispiele. Was daratst du an meiner Stö? Eine gute Frage. Ich glaube, ich darf's nicht. Ma, das klingt ja voll spannend. Das darf mich schon interessieren. Und, hast du ihn gefragt, was darat er? Sie darden gerne ein Haus kaufen, aber momentan sind die Zinsen einfach so hoch. Wir darden heuer nun mal gern wegfahren. Schauen wir noch kurz in die Vergangenheit, bevor wir euch typische Phrasen mit da zeigen. Wie ihr wisst, verwenden wir im Gesprochenen für die Vergangenheit meistens das Perfekt. Und das sieht für das Verb tun so aus. Wir verwenden das Hilfsverb haben und als Partizip 2 verwenden wir don. Das steht für getan. Hier wieder ein paar Beispiele. Ma, ich fühle mich voll entspannt. Ich hab halt nix da. Was hat er da? Er hat sich echt einen Tesla gekauft? Na, ich glaube, sie hat das noch nie da. Und, was habt ihr heute da? Wir haben nichts besonders da heute. Wissen Laura und Basti, wie das funktioniert?
Ja, ja, Sie haben das schon oft da. Und was habt ihr heute schon da oder was müsst ihr heute noch da? Lasst uns das unten in die Kommentare wissen. Wie versprochen kommen jetzt noch typische Ausdrücke mit da. Tu weiter oder tu mal weiter. Dieses Beispiel hatten wir auch im Intro. Es ist wirklich sehr typisch, um jemandem zu sagen, beeil dich. Wenn wir es für mehrere Personen verwenden möchten, würden wir sagen, dat's einmal weiter. Hast du weiter? Da verwenden wir typischerweise, um zu sagen, wenn wir Schmerzen haben oder dass uns etwas wehtut oder schmerzt. Das Verb schmerzen verwenden wir persönlich gar nicht. Zum Beispiel, mir tut der Bauch heute so weh. Hast du weh da? Tut's weh? Nein, es tut nicht weh. Tut da was weh? Das tut man nicht. Das haben wir sehr oft gehört, als wir klein waren. Das tut man nicht. Das tut man nicht ist also eine typische Phrase, die verwendet wird, wenn man sagen möchte, dass ein Verhalten oder ein Benehmen nicht angebracht ist und eben auch von der Gesellschaft nicht gut geheißen wird. Ja passt, dann mal was. Ja passt, dann mal wieder was. Das verwenden wir persönlich sehr oft und gern, um anzukündigen, dass wir jetzt wieder etwas Produktives oder Produktiveres machen möchten oder müssen. Wenn wir zum Beispiel eine längere Pause gemacht haben und jetzt wieder etwas arbeiten sollen oder möchten, dann würden wir sagen, ja passt, dann mal wieder was. Gut, dann mal wieder was. Jetzt haben wir aber lang gequatscht. Dann mal wieder was, oder? Das tut da nichts. Das tut da ja nichts. Das ist ein typischer Ausdruck, um zu sagen, dass etwas nicht gefährlich ist, dich etwas nicht stören oder nicht verletzen wird. Zum Beispiel werden manche Leute ganz nervös, wenn eine Biene um sie herumfliegt. Hier könnten wir sagen, lass die Biene doch einfach in Ruhe, die tut da ja nichts. Und verabschieden da wir euch heute natürlich auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.